Wir sind auf dem Weg zum Hockenheimring. Yay! Ich freue mich richtig. Ich habe keine Ahnung, wie gut es wird, ob ich mein Laufziel erreichen kann. Aber wir machen wieder ein kleines Travel and Run Video hier raus, weil ich auch meine Familie in der Pfalz besuche. Und jetzt fahren wir erstmal zu meiner Mama, weil ich habe ja nur ein E-Up und damit bis nach Speyer zu fahren, das wäre schon echt der Hammer. Es ist ein Mysterium. Boah, krass. Ich glaube, ich muss doch Frankfurt laufen. So, los geht's. Mama kratzt schon das Auto. Dann fahren wir rüber nach Hockenheim. Das sind von Speyer nur 10 Minuten ungefähr. Und dann hole ich meine Startnummer. Und um 11 Uhr ist Start. Gar nicht kalt. Angenehm temperiert. Die Verpflegung steht. Hier ist schon Marathon. So, nach einer gefühlten Ewigkeit haben wir es auf den Ring geschafft. Alles, was ich aufgewärmt habe, ist mittlerweile wieder eingefroren. Aber jetzt laufe ich mich ein bisschen warm und dann racen wir ein bisschen. So, die letzten 3 Kilometer. Die Luft ist gut, aber die Muskeln machen zu. Aber wir machen das jetzt zu Ende. Der Schweiz! Herzlichen Glückwunsch, David Moser! Hat echt das Fähnchen überholt. Ja. In einem unwiderstehlichen Endspurt. Good morning in the morning. Ich werde mich jetzt ein bisschen ausshaken nach meinem Halbmarathon gestern und laufe mit euch ein bisschen durch Speyer. Also, ja, macht euch gespannt. Speyer ist nicht so groß tatsächlich, aber wirklich schön und hat viel zu bieten. Der Rhein hat auch was, muss ich sagen, so als Hamburger. Ich laufe hier gerne am Wasser, also laufen wir hier jetzt lang. Wir können ja auch die Zeit nutzen und noch mal ein bisschen über den Hockenheimring reden. Was ein cooler Lauf! Also ich finde, das ist schon was Besonderes. Man muss auf jeden Fall mit Rundenlaufen gut klarkommen. Es gibt ja Leute, die mögen das gar nicht. Es war Kaiserwetter, wirklich so ein Glück diese Woche. Judith hat gesagt, eigentlich im November ist in Speyer immer nur Nebel und kalt und grau und ekelig. Und das war echt super gestern. Die Verpflegung war top. Ich habe zwar meine eigene mitgenommen, aber von dem, was sie da geboten haben, das war super, auch im Ziel. Und ich bin mit mir selber auch sehr, sehr zufrieden. Ich hätte ja gerne meine 2 Stunden unterboten, aber dafür hätte ich mehr trainieren müssen. Von der Luft her ging das super gut klar, muss ich sagen. Also das war top. Da hätte ich auch Marathon wahrscheinlich laufen können. Aber meine Muskeln wollten irgendwann gar nicht mehr. Und bei 18 haben sie ganz zugemacht. Ich weiß aber nicht, ob es daran lag, dass man uns im Startbereich so lange hat warten lassen. Locker 20 Minuten. Und da war alles kalt, ne? Und das kann ja wahrscheinlich auch nicht ganz so gut sein für die Muskeln. Das habe ich zum Schluss schon dann echt ordentlich gemerkt. Eigentlich wollte ich hier auf diesem Steg laufen bis zum Ende. Aber das ist, glaube ich, verboten. Hier ist Betriebsgelände. Und es ist nicht gestreut und es ist Kopfsteinpflaster. Wir lassen das mal lieber. In Speyer kannst du auch im Kreis laufen. Und da hinten kann man schon den Dom sehen. Das hat ja alles noch nicht auf. Wir gehen aber heute auf eine Pfälzer Bergwaldhütte oder so, um Glühwein zu trinken, weil ich mir das gewünscht habe. Ich meinte so, hey, kann man schon auf so einen Wintermarkt gehen oder so? Und mein Onkel sagte nur,
Nee, das ist hier alles katholisch. Und heute ist Totensonntag. Und erst danach darf der Weihnachtsmarkt öffnen. Naja, dann ist das halt so, ne? Da hinten auf diesem Turm, da kann man noch rauf. Aber ich glaube heute nicht. Weil heute hat alles zu. Und dann kann man runter gucken bis auf den Dom. Also da ist er ja irgendwo. Da hinten ist so ein Museum. Da habe ich mal Sendung mit der Maus moderiert. Da ist immer irgendwas anderes. Und als Kinder waren wir viel hier, weil ich habe Tante und Onkel und einen Cousin in meinem Alter. Und dann waren wir oft in den Sommerferien hier, um die zu besuchen. Die waren noch oft bei uns, aber ich glaube eher so zu Ostern oder so. Und ja, einmal war hier Sendung mit der Maus-Ausstellung. Und da konnte man dann, ich glaube für Logo hieß die Nachrichtensendung für Kinder, konnte man die einsprechen und so tun, als sollte man die moderieren. Das war richtig cool. Und einmal gab es hier so lange Nacht der Museen, da war ich schon ein bisschen älter. Und da sind wir, glaube ich, gar nicht mal an die Museen gegangen. Aber hier sind ja auch viele Winzer und Brauereien und die waren da auch überall vertreten. Und Alter, mein Onkel und ich haben ordentlich was gehoben, würde ich sagen. Schade, dass man nicht raufkommt, weil die da oben haben die einfach dicht gemacht. Hier war ich früher mit meinem Cousin klettern, so als kleine Kinder. Und ich habe tierisch Angst vor Spinnen. Aber das war kein Problem. Ist das nicht absolut cool, was da alles steht? Als Kind konnte ich mich nun wirklich nicht für Technik begeistern. Wie das halt so ist mit den Mädels manchmal. Pferde war aber auch nicht so mein Ding. Aber das fand ich mega cool. Weil da kann man überall reingehen. Da gab es auch Raumfahrt. Also ich glaube, da gibt es so eine Raumfahrtkapsel. Weltraum und Raumfahrt, das wiederum fand ich immer sehr spannend. Auch wenn ich das meiste davon nicht verstanden habe. Also ich kann das Technikmuseum auch jedem empfehlen. Das ist einen Tag füllend. Ich habe fertig gelaufen. Speyer kann ich sehr empfehlen. Man ist direkt in der Nähe zu Heidelberg, Mannheim. 1 Stunde, glaube ich, von Frankfurt entfernt. Also man kann sich hier schon ganz gut aufhalten. Das Häuschen oben drauf, das kann man mieten, da kann man wohnen. Ach, wie geil. Aber kein Aufzug, ne? Dann doch nicht so. Ja. Das kostet 17 Beutel. Ja. Das ist da, wo wir vorhin gesagt haben, das ist eine... Das 100 Meter noch. Aber das waren am Brunnen schon 100 Meter. Ja. Hier ist eine richtige Ruine. Voll cool. Ich habe Glühwein getrunken. Ich bin ordentlich angeheitert, weil ich trinke ja sonst nie Alkohol. Mit dem riesigen Hintergrund.